Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Hier sieht man gerade Wieke im Bild, da hinten mal wieder unser Stallhuhn. Das ist auch irgendwie immer im Bild, egal wo ich filme. Hier ist Wieke. Ja, Wieke wartet darauf, dass ich habe gerade gefüttert und gemistet, dass es auf die Wiese geht. Wieke ist ja die Stute, die dieses Jahr als erste fohlen sollte. Geburtstermin eigentlich vor einer Woche. Die hat aber noch gar nicht aufgeäußert. Ich glaube, dass die einfach später noch mal gerost hat, ohne dass ich das bemerkt habe auf der Wiese. Das passiert dann leider auch schon mal. Wir haben sie nicht Ultraschall untersuchen lassen, weil ich sicher war, dass sie tragend ist. Und ja, wie gesagt, Bauch hat sie auch, ein bisschen Euter auch, aber da tut sich noch nichts. Also vor allem vor einer Woche hätte ja eigentlich schon Termin sein sollen. Da ist noch nichts im Gange, aber deswegen steht sie trotzdem hier schon in der Überwachungsbox. Genauso wie nebendran die 3 anderen Mädels. Und zwar hier sieht man gerade Pippi Lotta. Frisst noch ihr Morgenkraftfutter, ihr Frühstück noch gerade leer. Und dann sieht man hier nebendran auf einmal, upsi, tada, eine kleine Überraschung. Ja, Pippi Lotta hat einfach mal eine gute Woche vor Geburt ihr Geheimnis gelüftet und uns dieses unglaublich schöne Fohlen hier in die Box gelegt. Ja, Pippi Lotta muss jetzt erstmal essen. Da ist jetzt keine Zeit hier zum Trinken. Wie man sieht, ein Falbschecke. Ich denke Graufalbschecke. Theoretisch könnte sie auch, weil beide Eltern ein Aufhellgen dabei haben, auch eins mitbekommen haben, also eine Smoky-Falbschecke sein. Und sie kann natürlich auch noch schimmeln wie die Mutter, hat allerdings aktuell, sieht man es hier, noch gar keine weißen Haare um die Augen. Ich meine, damals bei Pinkie Pie, also bei Pippi Lottas ersten Fohlen, hätte man direkt nach der Geburt schon die ersten weißen Haare. Da sind sie halt nur ein bisschen Spänekrümel überall. Aber gut, das wird sich zeigen. Wobei bei der Farbe, ich liebe ja Schimmel sehr, aber bei der Farbe fände ich es auch echt cool, wenn es nicht ausschimmeln würde, wenn die Farbe so bleiben würde. Muss ich sagen. Ja, vor allem richtig cool gezeichnet. Vorne diese hochweißen Beine, wie mein neuer Easy, wie der Fake hier, der hat das ja auch und ich liebe das schon immer, wenn die Ponys so hochweiße Beine haben. Jetzt erstmal trinken. Hat man aber mal Durst. Wenn die so hochweiße Beine haben, finde ich mega schön. Das war auch bei dem Fake hier direkt so ein Hingucker und sie hat das auch. Hinten ganz klein bisschen weiß und vorne richtig hochweiß und dann einfach gleichmäßig rechts und links diese Scheckung. Also perfekt. Noch dazu ein sehr, 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 sehr korrektes Fohlen, sehr kräftiges Fohlen, super gut entwickelt, mega fit, wie man sieht. Sie trinkt, sie hat schon Pipi gemacht, sie hat schon geäppelt. Die Nachgeburt ist runter. Pippi Lotta, klar, legt sich zwischendurch mal hin und ruht sich aus, ist ansonsten aber auch mega fit. Hat das super gemacht, die Geburt. Ich hatte um 3 Uhr das letzte Mal geguckt und als ich leider das nächste Mal geguckt habe, war es Fohlen schon da. Das ging irgendwie doch schneller. Also ich hätte tatsächlich nächste oder übernächste Nacht erst damit gerechnet. Gestern Morgen war der pH ein bisschen runter auf 6,8. Also wer da noch mal gucken will, in meinem letzten Video habe ich das erklärt. Da war er noch bei 7,0. Jetzt ist er gestern Morgen ein bisschen runter auf 6,8. Ich hatte aber gestern Spätdienst, war dann also nachmittags und abends nicht am Stall. Erst recht spät wieder nach der Arbeit. Da war er noch mal ein bisschen runtergegangen, aber ich hätte, wie gesagt, noch mal auf nächste oder übernächste Nacht getippt, dass das Fohlen da kommt. Aber jetzt hat sie doch heute Morgen ganz früh sich überlegt, es reicht jetzt mal, genug schwanger gewesen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr happy. Wie gesagt, Pippi Lotta ist natürlich noch ein bisschen, die hat geschwitzt. Das war morgen oder übermorgen wird sie mal ordentlich geputzt, der Schweif mal gewaschen, aber das ist jetzt alles zweitrangig. Die sollen sich erstmal erholen und kennenlernen. Und ja, Pippi Lotta ist halt natürlich noch ein bisschen müde, legt sich zwischendrin mal hin. Wer selber ein Kind hat, der weiß, ja, dass das halt so ist. Ne? Eine Geburt ist ja halt schon mega anstrengend. Vor allem ist es halt echt ein großes, kräftiges Fohlen. Also Pippi Lotta hatte bisher bei uns 2 Fohlen, und zwar Pinkie Pie und vor 4 Jahren und vor 2 Jahren Pfefferminzer. Die waren beide sehr klein und sehr zart. Also es ist für ihre Verhältnisse echt ein ganz schöner Brummer. Die ist ganz schön kräftig, auch wenn man guckt, die hat einen ganz schön kräftigen Hintern schon. Die Silke, da müssen wir rumzicken. Die ist also echt, ja, kein zartes Fohlen, ne? Und dafür, dass es noch eine gute Woche zu früh war, sehr, sehr gut entwickelt. Also hat Pippi Lotta gut gemacht, dass sie doch mal früher rausgeworfen hat, bevor sie noch mehr gewachsen wäre. Aber ich bin sehr happy. In erster Linie vor allem, weil sie gesund ist und munter ist und Stute gesund und munter ist. Na, du kommst du mal gucken. Das ist ganz voll Späne hier, ne? Ja. Hängst ganz voll. Ja, ist aber nicht schlimm. Hauptsache trocken. Ja, sieht man mal den Vergleich meiner Hand zum Fohlen, wie klein sie ist.
hast du schon. Es juckt scheinbar schon hier. Ja, heute bleiben die beiden im Stall erstmal, weil wir haben heute, Pippilotta hat sich den Tag mit dem fiesesten Wetter wirklich ausgesucht. Also wir haben so Schnee-Graupelschauer, es ist eklig, es ist nass, deswegen bleiben die heute erstmal drin. Aber wie gesagt, Pippilotta ist, glaube ich, eh froh, wenn sie sich ausruhen kann. Die anderen fressen hier noch nebendran. Da und da hinten. Und das Baby kann sich auch erstmal hier drin ein bisschen eingewöhnen und ist auch für Pippilotta jetzt weniger Stress. Sie hat einfach ihre Ruhe. Ja, Pippilotta hat sich mal hingelegt und sich mal an die Beine angelehnt. Ja, muss bequem sein. Und hier ist jemand, die macht schon hier eine lange Lippe, wenn ich sie kraule. Ups, ich habe die Tür ein Stück aufgelassen. Ist das Huhn drin? Naja, stört Pippilotta auch nicht. Das Huhn, das immer im Bild ist. Das wollte ich heute mal nicht mitfilmen, das Huhn, und zack, läuft sie hier in die Box. Ja, ist Pippilotta aber auch egal. Die kennen das ja, sind da recht entspannt, was das angeht. Ja, da ist sie auf jeden Fall. Also ich habe schon super viele Namensvorschläge bekommen, auch bei Instagram, mit P jetzt also bitte, ein Mädchenname. Falls euch noch was Cooles einfällt, wir haben schon einen Favoriten an Namen, aber ob es der dann letztendlich wird, ich glaube, ich muss jetzt doch mal die Tür gleich zumachen, weil sonst verfolgt das Fohlen das Huhn. Ich glaube, ich mache da mal besser zu. Sonst fängt die Kleine nachher noch an Eier zu legen, wenn sie jetzt mit dem Huhn mitgeht. So, machen wir hier mal zu. Bleib du mal bei deiner Mama. Das Huhn legt leider nur Eier und gibt keine Milch. Ja, was möchte gerne damit rein? Ja, also, da ist sie auf jeden Fall. Falls ihr noch coole Vorschläge habt mit P, also es werden ja eh noch mehr Fohlen vermutlich mit P kommen. Wir haben ja viele Stuten mit P anfangen. Falls ihr mich noch hört bei diesem Gegacker hier im Hintergrund, musst du immer dazwischen reden. Ich rede jetzt. Ja, soll auch mal ihren Senf dazugeben. Falls ihr noch coole Namensvorschläge habt, packt die gerne nochmal hier drunter. Wie gesagt, einen Favoriten hätten wir schon, aber ja, so ganz fest steht es noch nicht. Bei Instagram kamen auch noch mal ganz viele coole Namensvorschläge, gerade auch mit P. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert, ganz happy, dass das Fohlen gesund und munter auf der Welt ist. Hoffe, die anderen legen jetzt auch so nach. Also ich muss auch ehrlich sagen, als ich das Fohlen gesehen habe, ich war fest davon überzeugt, dass es ein Hengstfohlen, ne? Weil sie auch so groß und so kräftig ist, habe ich gedacht, okay, mega schönes Fohlen, super Farbe, super Zeichnung, top gesund, aber es ist bestimmt ein Hengst und nein, es ist ein Mädchen. Wobei es natürlich letztendlich zweitrangig ist. Gucken, ob man es jetzt von hier besser sieht. Letztendlich zweitrangig ist. Wichtig ist, dass sie gesund ist und Stute und Fohlen fit sind, aber bei einem Hengst ist es halt so, dass wir dieses Jahr definitiv die Hengstfohlen alle verkaufen werden, weil wir einfach 3 gekörte Hengste in der Zucht haben und 2 Hengste in Aufzucht und wir können halt auch nicht unendlich viele Hengste halten und ich tue mich immer sehr schwer, die zu verkaufen und also unsere Deckhengste, weil die halt leider oft so ein Wanderpokal werden, weil viele Züchter halt einfach nach 1 oder 2 Jahren ihre Hengste tauschen, weil dann eine andere Abstammung, eine andere Farbe, was auch immer gerade in ist und die einfach ausgetauscht werden und so ein bisschen so Wanderpokale werden. Das möchte ich halt für unsere Hengste nicht, deswegen ja, haben wir die halt alle auch schon sehr, sehr lange hier in der Zucht, haben natürlich auch, sind super zufrieden mit denen, machen alle total gute Fohlen. Wer trinkt sie? Und ja, deswegen tue ich mich da immer ein bisschen schwer und ich kann halt die Hengste auch nicht unendlich sammeln, die brauchen ja auch irgendeine Aufgabe. Und ja, irgendwie Pantau oder G-Special oder Köln mal abzugeben, ist im Moment ja eigentlich nicht vorgesehen. Einfach aus dem Grund, ich müsste halt wissen, dass die wirklich ein super Zuhause haben. Und für mich wäre es tatsächlich auch eine Alternative, wenn ich wüsste, die kriegen ein endgültiges Dauerzuhause, die zu kastrieren und als Wallach abzugeben. Also es wäre mir immer noch lieber, als dass sie so Wanderpokale werden. Jetzt jemand sagt, er sucht irgendwie zum Putzefahren oder so und kann da wirklich ein dauerhaftes Zuhause bieten, wäre das eher eine Alternative. Aber wie gesagt, im Moment noch nicht. Glückspilz und One Star sind ja jetzt auch erst 1 Jahr alt. Das dauert ja auch noch ein bisschen, bis die gekürt werden. Und dann gucken wir mal weiter. Genau, deswegen, bei ihr hier ist noch unklar, ob sie bleibt oder nicht. Das kann ich jetzt nicht hier nach einer Stunde entscheiden. Das werden wir einfach sehen im Laufe des Sommers. Wie gesagt, bei den Hengsten ist es einfach sicher, weil klar ist, dass wir keine weiteren Hengste aufziehen wollen. Aber bei den Mädels, da lassen wir uns da immer Zeit und warten einfach ab. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh,
dass die Kleine gesund und munter auf der Welt ist, dass es der Stute gut geht und hoffe, euch gefällt die Kleine auch. Ich werde euch auf jeden Fall da weiter filmen, auch wenn sie auf die Wiese gehen, und demnächst gibt es dann hoffentlich wieder schöne Wiesen-Fohlen-Videos zum Angucken und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bei euch und sage hoffentlich bis bald.